So, hier ist wieder Lorenz von eBakery und heute geht es um das Thema Amazon SEO, also Amazon Suchmaschinenoptimierung. Wir klären die Inhalte, was das Ganze bringt, was es nicht bringt und wie man als Händler Amazon SEO so gestaltet, dass die Verkäufe positiv beeinflusst werden, das Ranking gut ist und man generell einfach auf der Plattform besser wirtschaften kann. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Ihr habt's bereits gehört, heute geht es um Amazon SEO, also um die Maßnahmen, die es euch überhaupt erst einmal ermöglichen, zu bestimmten Suchbegriffen ranken zu können. Warum ihr allerdings nicht erwarten könnt, trotz dieser Maßnahmen direkt auf der ersten Seite zu landen, das erklärt euch Lorenz gleich im Anschluss. Habt ihr jedoch nicht nur Interesse an Amazon-Themen, sondern auch weiteren E-Commerce- und Online-Marketing-Bereichen, dann gibt es eine kleine Neuerung auf unserem Kanal. Wir haben für euch eine Kanalmitgliedschaft für den eBakery YouTube-Kanal eingerichtet, mit der ihr für 99 Cent Mitglied werden könnt und somit Zugang erhaltet. Dazu einfach unter dem Video auf Mitglied werden klicken, dieses noch einmal bestätigen und eure gewünschte Zahlungsmethode auswählen. Damit unterstützt ihr die Produktion unserer Videos und erhaltet zeitgleich weiteren Mehrwert in Form von Videos und wöchentlichen Livestreams. Solltet ihr jedoch weniger an Wissen als mehr an der Umsetzung interessiert sein, unterstützt euch eBakery gerne in FBA, SEO, PPC und weiteren Amazon-Belangen. Auf der oben rechts verlinkten Seite könnt ihr einen Termin mit uns vereinbaren. Wir freuen uns auf euer Projekt. Nun gebe ich aber wieder das Wort an Lorenz ab. Ganz zum Anfang. Amazon SEO heißt quasi, wir möchten mit unserem Angebotstext erreichen, dass unser Produkt im Katalog gut gefunden werden kann. Ja? Was bedeutet das? Amazon-Kunden suchen generell immer nach Suchbegriffen. Ja? Wenn jetzt ein Produkt vom Kunden gekauft werden möchte, ist es nicht so, dass der Kunde den Katalog irgendwo wahllos durchstöbert, die Kategorien sich anschaut, sondern Kunden geben immer Suchbegriffe, sogenannte Keywords ein, um ihr Produkt zu finden. So, diese Keywörter kann man recherchieren, man kann nachschauen, wie oft diese im Monat eingegeben werden, wie die Saisonalität ist, ja, ob es da Änderungen gibt bei den Eingaben pro Monat, den Suchanfragen. Wir können auch feststellen, ob ein Produkt vielleicht mehrere Suchbegriffe hat. Bedeutet, Kunden geben nicht alle das gleiche Wort ein, um ein Produkt zu finden. Manchmal gibt es für ein Produkt auch viele Suchbegriffe. Ja? Und das Ziel des SEO oder der SEO ist es, dass wir unser Produkt auf diesen Suchbegriffen auffindbar machen. Warum? Sobald wir auf Suchbegriffen mit unserem Produkt gefunden werden können, klicken die Kunden im besten Fall auf das Produkt, kaufen das. Wir haben unsere komplette Profitmarge, auch ohne Werbung. Ja? Wir gehen mal die Inhalte ein bisschen durch. Was ist SEO eigentlich alles dabei? Was beinhaltet das? Ich habe das mal halbwegs aufgezeichnet. Ganz schnell quasi. Amazon SEO besteht aus dem Produkttitel, den Bullet Points, der Beschreibung und den Backend-Keywords. Das ist das Wichtigste. Ja? Der Titel, kennt jeder Verkäufer schon, ist limitiert oben in der Länge, ja, und sollte alle wichtigen Suchbegriffe beinhalten. Die Bullet Points sind diese 5 Aufzählungspunkte, die man bei einem Angebot mit einfügen kann. Es gibt manche Kategorien, wo Bullet Points nicht gestattet sind, beziehungsweise ein bisschen anders funktionieren. 90% der Angebote können aber Bullet Points hinzufügen. Für neue Händler ganz wichtig: per Standardeinstellung ist nur ein Bullet Point vorhanden. Man kann diese im Backend, also in den Einstellungen beim Produkt, hinzufügen. Ja. 5 Stück sind sehr, sehr gängig. Da gibt es dann auch nochmal bestimmte Regeln, auf die ich gleich eingehe. Das nächste wäre die Beschreibung. Bedeutet die Produktbeschreibung im Normalfall für Nicht-Markeninhaber ist das einfach nur so ein Textblock, in dem man nicht sehr, sehr kreativ werden kann mit der Anzeige des Ganzen. Ja. Das letzte sind die Backend-Keywords. Das findet man quasi als Kunde gar nicht, sondern nur der Verkäufer kann diese Backend-Keywords bearbeiten. Das funktioniert einfach im Lagerbestand unter Bearbeiten. Und dann gibt es einen Tab, der heißt Suchbegriffe und allgemeine Schlüsselwörter. Da würden auch nochmal Keywörter platziert werden. Wie ist jetzt der Verlauf, wenn ich als Händler sagen möchte, okay, ich baue mir ein solides SEO-Listing auf. Ich möchte, dass die Amazon SEO gut abgearbeitet wird. In erster Linie müssen Keywörter recherchiert werden. Bedeutet, über Softwarelösungen wie zum Beispiel Jungle Scout, Helium 10, AMZ Scout oder mittlerweile auch bei Amazon selbst integriert schon, kann man die Suchbegriffe für sein Produkt raussuchen. Bedeutet, man verkauft ein bestimmtes Produkt
Man muss im Vorhinein klären, welche Suchbegriffe sind dafür relevant, wie oft werden die eingegeben, haben die genug Volumen im Monat, dass man die auch wirklich fokussieren sollte. Man macht quasi eine Keyword-Recherche. Ja? Wie immer in unseren Videos, alle Sachen, die ich heute beschreibe, können natürlich auch über eBakery erledigt werden. Wir können Ihnen dabei helfen. Einfach Nachricht schreiben. Ja? Zum Thema Keyword-Recherche. Ja, man sucht quasi alle relevanten Begriffe für das eigene Produkt raus, sortiert die meistens nach Suchvolumen. Und mein Tipp ist dabei, dass wir nur Keywörter beinhalten sollten, die mindestens 500 oder 1000 Suchen im Monat haben. Wenn es Keywörter sind, die wesentlich kleiner sind, lohnt es sich im Regelfall nicht, diese extra in den Text zu integrieren. Die nehmen Platz weg und haben so wenig Suchvolumen, dass sie vielleicht letztendlich gar keinen Umsatz eigentlich generieren werden. Wie ist der Aufbau? Wir haben den Titel, ja, ganz oben. Hier ist wichtig, der Titel darf maximal 200 Zeichen sein. Amazon selbst empfiehlt mittlerweile 150 Zeichen, sogar teilweise weniger. Wir gehen im Regelfall immer so zwischen 150 und 200 Zeichen in der Erstellung mit rein. Bedeutet, im Titel packen wir alle wichtigen Suchbegriffe rein. Ja, und ich zeige dann gleich nochmal 2 Beispiele. Einmal gutes SEO, einmal weniger gutes SEO. Dann sieht man das auch nochmal. Im Titel sollten also alle wichtigen Suchbegriffe sein. Der Titel sollte noch halbwegs lesbar sein. Und wir müssen einfach darauf achten, dass wir nicht mehr als 200 Zeichen drin haben. Wir sind also ziemlich stark limitiert in dem Umfang, den wir in den Titel platzieren können. Ja? In den Bullet Points ist das Ganze schon ein bisschen flexibler. Hier kann man sehr, sehr viel Text einfügen. Ganz wichtig ist aber zu sagen, es werden nur die ersten 1000 Zeichen indexiert. Was heißt das? Wenn ich die Bullet Points schreibe, ich habe jetzt 5 Bullet Points geschrieben, insgesamt sind das 2000 Zeichen als Beispiel. Es werden nur die ersten 1000 Zeichen von Amazon gelesen, also die ersten 1000 Zeichen und deren Inhalt. Und dann werden die Suchbegriffe in diesen 1000 Zeichen genutzt, um quasi das Produkt auf diesen Suchbegriffen zu platzieren, dass es dort gefunden werden kann. Alle Suchbegriffe, die nach diesen ersten 1000 Zeichen kommen, werden nicht mehr indexiert. Bedeutet, die haben absolut keinen Wert, was unsere Ranking angeht, was unsere Auffindbarkeit angeht. Bedeutet, haltet im besten Fall die Bullet Points halbwegs kurz. Ja, maximal 1000 Zeichen ist die Empfehlung. 5 Stück, 200 Zeichen funktioniert zum Beispiel sehr gut. Beschreibung, ich glaube aktuell bis 2000 Zeichen oder mehr. Hier muss ich aber ganz klar sagen, die Beschreibung hat auf unser Ranking im Katalog, auf die Auffindbarkeit fast keinen Einfluss. Sehr, sehr, sehr wenig. Ja. Des Weiteren nutzen viele Händler HTML-Codes, um die Beschreibung ein bisschen anschaulicher zu machen, um ein bisschen schneller zu zeigen, worum es da geht, damit es nicht nur im Textblock ist. Ganz wichtig, HTML-Codes sind fast alle nicht erlaubt. Das Einzige, was erlaubt ist, sind Zeilenumbrüche. Sobald ihr HTML-Code nutzt, der noch weitere Funktionen einbaut, ist das eigentlich nicht erlaubt von den Richtlinien. Aktuell funktioniert das noch im Katalog. Perspektivisch kann es aber sein, dass Listings auch deaktiviert werden, wenn HTML zu sehr genutzt wird. Der letzte Punkt sind Backend-Keywords. Das ist quasi im Bearbeiten des Produktes wirklich der Punkt, wo man sagt, okay, allgemeine Schlüsselwörter, da würden wir auch alle wichtigen Suchbegriffe einfügen, bis zu 150, 200 Zeichen wieder, ja, also ähnlich kurz wie der Titel. Das zählt leider auch nicht mehr sehr, sehr stark ins Ranking mit rein. Ja, ich habe hier so ein paar Sterne platziert, ihr seht das ja. Titel 5 von 5 Sternen. Warum? Der Titel hat den allergrößten Einfluss, was SEO angeht. Danach sind die Bullet Points, Beschreibung und Backend-Keywords sehr wenig Einfluss auf das Ranking. Heißt also, bitte achtet darauf, dass der Titel und diese Bullet Points wirklich die wichtigsten Suchbegriffe enthalten. Ja? Was man noch sagen kann, doppelte Nennung von Suchbegriffen hilft nicht mehr. Bedeutet, wenn ihr jetzt das gleiche Keyword 10-mal platziert in eurem SEO, würde das dem Ranking nicht helfen. Einmal reicht tatsächlich. Das sollte man beachten. Das nächste ist, schaut, dass die Keywörter sinnvoll platziert sind. Ja? Keywörter mit viel Suchvolumen, mit wirklich sehr viel Relevanz, am besten den Titel, und dann Keywörter, die immer noch relevant sind, aber vielleicht kleineres Suchvolumen haben oder nicht super relevant mehr zu erscheinen sind, dann vielleicht in die Bullet Points, Beschreibung und Backend-Keywords. Wie gesagt, fast keinen Impact. So, warum wollen wir jetzt überhaupt diese ganzen Suchbegriffe in unserem SEO platzieren? Ganz einfach. Als Amazon-Händler lebt man davon, dass Kunden, die auf der Plattform unterwegs sind, unser Produkt finden und kaufen, und das auch ohne Werbung. Ja, bedeutet, Amazon-Händler zum allergrößten Teil generieren ihre Profite durch organische Umsätze. Bedeutet, Kunden, die auf der Plattform sind, finden uns ohne Werbung, kaufen uns, ohne dass wir Werbung bezahlen. Dadurch ziehen wir unseren Profit.
Wenn wir jetzt nicht in der Lage sind, auf unseren Suchbegriffen gut gefunden zu werden, werden wir auch keinen organischen Umsatz generieren, quasi auch keine Profite abwerfen im Normalfall. Ja? Eine Fehleinschätzung zum SEO, die ich immer wieder sehe, ist, dass gutes SEO auch gleichzeitig gutes Ranking bedeutet, also gute Sichtbarkeit. Das ist nicht so. Es ist sehr, sehr wichtig, hier festzustellen, dass SEO genutzt wird, um Amazon zu zeigen, auf welchen Suchbegriffen wir aufzufinden sein sollten. Also wo sollten wir überhaupt zu finden sein? Gutes SEO bedeutet noch nicht, dass wir auf die erste Seite kommen oder ganz oben auf der ersten Seite gezeigt werden. Gutes SEO bewirkt, dass wir überhaupt auf diesen Begriffen Sichtbarkeit generieren können, also Ranking generieren können, ja, und dann Stück für Stück nach oben klettern in den Anzeigen, ja. Egal wie super ihr euer SEO schreibt, ihr werdet dadurch noch kein Ranking generieren. Das Ranking kommt zum allergrößten Teil durch Verkäufe. Ja? Das SEO bildet die Basis dafür, dass ihr überhaupt Ranking generieren könnt auf diesen Begriffen, damit Amazon weiß, wo ihr irgendwo zu platzieren seid. Ganz wichtig aber, das Ranking kommt durch Verkäufe. Noch nicht dadurch, dass hier die irgendwie Keywords gut platziert sind. Das wäre ein bisschen zu leicht, ja, leider. Wir gehen jetzt im nächsten Beispiel mal darauf ein, wie SEO ganz gut sein kann und auch eher schlecht. Ich habe jetzt 2 Angebote gewählt, die sind zufällig gewählt, einfach aus 2 Kategorien, in denen ich unterwegs war. Wir haben einmal eine Yogamatte und einmal Namensschilder. Ja? Und ich gehe nur mal ganz fix durch und zeige euch erstmal das schlechtere Listing, die Namensschilder. Ja? Wir haben zu beiden Produkten keine Verbindung, es geht nur um Anschaulichkeit. So, ich hatte gesagt, im Titel alle wichtigen Suchbegriffe bis zu 200 Zeichen. Ja? Wenn wir das Listing uns jetzt hier anschauen, haben wir im Titel nur ein Wort, das ist auch quasi schon Plural direkt. Hier ist irgendwo noch ein Komma mit hängen geblieben aus irgendeinem Grund. Das wäre für den Titel absolut unzureichend. Amazon weiß jetzt quasi nur, okay, ich muss dieses Produkt irgendwo im Begriff Namensschilder einordnen. Aber alle anderen Suchbegriffe, die relevant wären, außer Namensschilder, also Namensschild, Namensschildmagnet, Namensschildkleidung, Namensschildtisch, ganz, ganz viele andere Begriffe, die eigentlich super wären, kommen hier nicht vor. Heißt schon mal der Titel unzureichend. Die Bullet Points, ja, hier in dem Bereich sind jetzt 5 Stück. Anzahl passt. Länge ist auch soweit halbwegs okay. Jedoch ist es relativ kurz gehalten und beinhaltet auch fast keine Suchbegriffe, ja. Ihr seht das hier, wir haben wieder Namensschilder, ja, als Suchbegriff. Wenn ich jetzt hier durchschaue, gibt es noch mal einen anderen Begriff, der super wäre. Namensaufsteller vielleicht noch, ja. Aber das war's. Quasi nur 2 Suchbegriffe in den ganzen Bullet Points. Der Rest ist, sag ich mal, produktbeschreibend. Aber, und das ist der nächste große Tipp quasi, wir nutzen SEO nicht zum Verkaufen. Wir nutzen SEO, damit der Kunde das Produkt finden kann. Und Amazon weiß, wo das aufzufinden wäre. Der Verkauf der Produkte, also quasi den Kunden zu überzeugen, das Produkt zu kaufen, passiert zu 90% in den Fotos und im Preis, ja, und vielleicht auch Videos, wenn vorhanden. Die Texte nutzen wir wirklich dafür, dass das Produkt gerankt werden kann. Wir schauen in die Beschreibung mal kurz rein. So, die Beschreibung ist super kurz. Finde ich jetzt gar nicht schlimm, weil ich, wie gesagt, der Meinung bin, dass die Beschreibung im Ranking fast gar nichts macht. Insgesamt kann man sagen, ja, unzureichend. Hier könnte man texttechnisch viel, viel verbessern und die SEO anpassen. Schauen wir aufs nächste Listing. Hier sehen wir jetzt schon anderes Produkt. Gucken wir uns mal den Titel wieder an. Wir sehen hier direkt, das ist eine Yogamatte. Aber was ist denn noch alles an Suchbegriffen? Wir haben Yogamatte, ja, Yogamatte rutschfest, Sportmatte, Gymnastikmatte, Fitnessmatte, Trainingsmatte, Yogamatte als 2 Begriffe, ja. Allein im Titel schon sehr, sehr viele Suchbegriffe platziert, super gemacht. Und da weiß Amazon genau, dass man hier auf vielen Begriffen auffindbar sein sollte. Die Keywörter in den Bullet Points sind auch wieder besser. Ihr seht 5 Bullet Points, so ein kleines Emoji davor. Das ist im Regelfall auch okay, wenn man das macht. Ungefähr 1000 Zeichen würde ich schätzen, sieht also von der Länge her sehr, sehr ordentlich aus. Und auch hier wieder Yogamatte, Matte, wir schauen mal Sportmatte, ja, was haben wir noch? Nochmal Yogamatte hier, Fitnessmatte, nochmal Yogamatte. Gut, die wichtigsten Begriffe waren schon im Titel, deswegen kamen jetzt hier nicht so viele neue vor, aber prinzipiell vom SEO ziemlich gut gemacht. Und hier merken wir auch, hier gibt es keine normale Beschreibung mehr, sondern eine Markenbeschreibung, nennt sich A+ oder auch Enhanced Brand Content. Hier können wir quasi diese langweilige Beschreibung, die einfach bei dem Listing hier aus so einem Textblock nur besteht oder einer Zeile in dem Fall sogar, können wir ersetzen und können
selbst quasi Fotos einfügen mit Texten, die helfen im Ranking leider gar nicht. Würde die Beschreibung ja aber sowieso nicht machen. Daher kann man hier quasi diese Markenbeschreibung, die ist nur für Markeninhaber zur Verfügung, die können wir nutzen, um das Produkt nochmal stärker zu verkaufen. Ja? Das sind so die 2 Beispiele. Also, zusammengefasst können wir sagen, wir nutzen Amazon SEO nicht zum Verkauf des Produktes, sondern damit wir auf unseren Suchbegriffen eingeordnet werden von Amazon, damit Amazon versteht, wo im Katalog wir sichtbar sein sollten. Ja, das Ganze gibt uns noch keine Sichtbarkeit leider. Also nur durch gute SEO werden wir, wie gesagt, morgen keine hunderten Aufrufe haben von sich aus. Aber wir können Amazon zeigen, wo wir eingeordnet werden sollen. Und wenn wir später das Marketing anmachen, ja, also die PPC-Kampagnen, können wir auf diesen Begriffen leichter Ranking, also Sichtbarkeit generieren, was dann zu Profiten führt. Ja. Allein das SEO noch nicht. Das ist quasi nur der Grundstein, um später Ranking aufzubauen und dann wirklich gut zu wirtschaften. Und das soll es zum Thema SEO, zu den allerwichtigsten Sachen auch schon sein. Wie gesagt, wenn ihr da Hilfe braucht, gerne uns wenden. Wir suchen euch gerne die Keywörter raus, schreiben euch das SEO, geben euch Empfehlungen und können auch die weiteren Schritte Richtung Content, Marketing und vielen, vielen anderen Dingen für euch übernehmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um Anfängerfehler, ja, was man vermeiden sollte bei Amazon, wenn man startet. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann. Danke. Danke dir, Lorenz. Ihr habt also gelernt, dass SEO bei Amazon obligatorisch ist, um überhaupt erst einmal die Möglichkeit zu haben, für bestimmte Keywords, also Suchbegriffe, die Kunden eingeben, weit vorne zu ranken. Beherzigt ihr jedoch alle Tipps von Lorenz, heißt das nicht, ihr landet direkt auf Platz 1. Hier spielen andere Mechanismen eine Rolle, wie die Bewertungen, Anzahl der Verkäufe etc. Von daher kommt ihr gerade am Anfang um das Thema Amazon PPC nicht drum rum. Dazu haben wir bereits für euch eine Anleitung abgedreht und haben diese auch oben rechts verlinkt. Ansonsten kennt ihr nun die 4 Stellschrauben: Titel, Bullet Points, Beschreibung und Backend-Keywords und wisst, welche Wertigkeit denen jeweils beigemessen wird. Ganz klar dominieren der Titel und die Bullet Points. Setzt euren Fokus ganz klar darauf. Beachtet die Punkte, die Lorenz euch genannt hat, oder schaut das Video noch einmal, um keinen der genannten Punkte untergehen zu lassen. Ich hoffe, wir konnten euch damit einen kleinen Einblick in den Amazon SEO-Bereich geben. Sollten noch Fragen offen sein, schreibt uns diese in die Kommentare. Ansonsten hören wir uns morgen in alter Frische wieder, wenn ihr dann auch den eBakery YouTube-Kanal abonniert habt. Bis dahin, euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.